Was wirklich hinter diesem Knallerpreis steckt und ob der Speaker so gut performt, wie denn auch prophezeit wird, das decken wir jetzt mal auf. Eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, es lohnt sich absolut, das Video bis zum Ende zu schauen. Was ist denn überhaupt Spatial Audio? Jetzt kann man natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist und sich ständig neue technische Fachwörter ausdenken, um Kunden anzulocken. Aber tatsächlich ist Spatial Audio weder ausgedacht noch brandneu. Apple hat die Technik, bei der sich der Sound so ähnlich wie von einer Surround-Sound-Anlage anhören soll, bereits in ihren AirPods integriert. Nur leider ist der Effekt bei Apple eher enttäuschend und sorgt bei diversen Songs sogar für Klangverschlechterung. Hier bei dem Motion X600 kann man das Spatial Audio ein- bzw. ausschalten und hört dann auch deutlich den Unterschied. Aktiviert man das Spatial Audio, dann wird dadurch zusätzlich der Breitbandlautsprecher hier oben auf der Oberseite des Geräts zugeschaltet und die Musik durch den integrierten Chip angepasst. Die Musik klingt dann einfach viel einnehmender und als käme sie von allen Seiten, von links und von rechts und nicht nur von vorne aus so einem kleinen Speaker. Ich finde den Sound mit Spatial Audio absolut überwältigend für so ein kleines Gerät und werde die Funktion deswegen auch immer aktiviert lassen. Mit geschlossenen Augen würde man hier definitiv einen viel größeren Lautsprecher erwarten. Optisch geht der Motion X600 hier absolut in die Vollen, wie man es von fast keinem anderen Hersteller kennt in diesem Bereich. Es gibt so gut wie kein Plastik mehr an dem Gerät zu sehen und dafür umso mehr Aluminium, wodurch der Speaker sehr wertig ist und auch sich genauso wertig anfühlt. Die gesamte Bauqualität ist grandios und nichts steht da raus, nichts klappert. Alle Kanten gehen fließend ineinander über. Das ist auf jeden Fall eine echte Kampfansage an die ganzen Plastikbomber von diversen anderen Herstellern. Das Aluminium des Gehäuses gibt es zum jetzigen Zeitpunkt in den Farben Aurora-Grün, Mondblau und Polargrau. Und letzteres passt übrigens richtig gut zu den MacBooks in der Farbe Spacegrau. Und auch wenn das edle Gehäuse jetzt nicht danach aussieht, die ganze Kiste ist mit IPX7 abgerundet. Das bedeutet, dass man den ganzen Speaker sogar kurzzeitig komplett unter Wasser tauchen kann und er dagegen natürlich auch abgedichtet ist. Dreck und Flüssigkeiten im Rucksack schaden ihm also absolut nicht und auch der Besuch am Strand oder Pool, dem steht nichts mehr im Weg. Der große Tragegriff hier an der Oberseite ist ein zweischneidiges Schwert. Daheim wirkt der Speaker dadurch sehr edel und sieht als Soundbar quasi unterm Fernseher auch super aus. Für unterwegs nimmt der Griff meines Erachtens aber viel zu viel Platz im Rucksack weg und macht den Speaker dadurch weniger transportabel. Ein abnehmbarer Griff wäre an der Stelle echt super gewesen. Wie auch die JBL Charge 5 hat der Motion X600 auf der Unterseite Gummis und das schützt ihn vorm Wegrutschen und vermeidet auch Rattergeräusche auf dem Untergrund. Auf der Oberseite gibt es dann die Tasten Play, Pause, Bass Boost an, aus, Spatial Audio an, aus und die Bluetooth Connect Taste. Mit einem doppelten Tippen auf die Play-Taste kommt dann übrigens der nächste Track. Und wenn man denkt, das war's schon, dann irrt man sich gewaltig. Auf der Rückseite des Geräts ist nämlich unter einer Gummiabdeckung der USB-C-Port zum Laden und Trommelwirbel, ja, wir haben in diesem Gerät einen Klinkeneingang für eine AUX-Verbindung. Wie grandios ist das denn? Das haben mittlerweile fast gar keine portablen Speaker mehr. Mit den Maßen von 30 cm in der Länge, 8,1 cm in der Dicke und 12 cm in der Höhe spielt er schon in der Kategorie der größeren portablen Speaker und gleicht eher den JBL Extreme 3. Auch mit seinem Gewicht von fast 2 Kilogramm ist er gleich schwer wie der Extreme 3 und somit ein ganzes Kilogramm schwerer als der Charge 5. Diesen Kompromiss gehe ich für den Mehrwert an Verarbeitungsqualität aber sehr, sehr gerne ein. Verbindet man den Speaker kabellos, dann wird einem mit Bluetooth Version 5.3 richtig ordentlich was geboten. Mit meinem S21 Ultra konnte ich draußen eine Distanz von fast 35 Metern erreichen. Aber auf eine moderne Bluetooth-Version zu setzen, bringt diesem Speaker noch einen weiteren technischen Vorteil. Und zwar ist eine höhere Bandbreite dadurch möglich und das nutzt der Motion X600 auch aus. Es wird hier nämlich auf den neuen LDAC-Codec gesetzt und der bietet eine Übertragungsrate von bis zu 990 Kilobit pro Sekunde. Das ist das Dreifache der Übertragungsgeschwindigkeit, die die meisten anderen portablen Lautsprecher erreichen. Denn meist setzen diese Hersteller dann nur auf den langsameren AAC-Codec mit bis zu 320 Kilobit pro Sekunde. Wer jetzt allerdings seine Musik durch Spotify oder als MP3s wiedergibt, der wird durch den höherwertigeren LDAC-Codec keine klanglichen Verbesserungen bekommen. Das liegt daran, dass sowohl MP3-Dateien als auch Musik von Spotify maximal 320 Kilobit pro Sekunde als Datendurchsatz haben und damit der alte AAC-Codec ausreichend ist.
Wer also von dem neuen LDAC-Codec profitieren will, der muss auch seine Musik in bester Qualität beziehen, zum Beispiel in verlustfreien Formaten wie Wave oder FLAC, aber eben nicht von Spotify oder als MP3. Zusätzlich dazu muss dann auch noch der LDAC-Codec in der App aktiviert werden. Und wie das geht, erfährst du im späteren Verlauf des Videos. Der Nutzung des LDAC-Codecs verdankt dieser Speaker übrigens sein High-Res Wireless Audio-Zertifikat. Die Abtastrate liegt hier bei 96 kHz und die Samplingtiefe bei 24 Bit, wodurch sogar die Qualität von CDs übertroffen wird. Und das ist wirklich sehr beeindruckend für so ein kleines Kerlchen. Wenn du mehr über Codecs erfahren willst und wie die funktionieren, dann habe ich dir einen Link dazu unten in die Videobeschreibung gepackt. Was zusätzlich dazu noch wirklich bombig nice ist, dieser Speaker gibt seine volle Leistung von 50 Watt auch im Akkubetrieb aus. Viele portable Bluetooth-Lautsprecher sind nämlich von Haus aus im Akkubetrieb gedrosselt und können nur am Ladegerät ihre volle Lautstärke entfalten. Das sollte meiner Meinung nach eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber daher bin ich hier sehr froh, dass Soundcore das nicht macht, nur um auf dem Papier eine bessere Akkulaufzeit vorzugaukeln. Für den Klang wird bei diesem Speaker mal ausnahmsweise nicht auf Mono gesetzt. Ganz im Gegenteil, satte 3 Verstärker versorgen die insgesamt 5 Lautsprecher, auch Treiber genannt. Insgesamt ergibt es dann eine Leistung von 50 Watt RMS. An der Front befinden sich 2 Woofer sowie 2 Hochtöner und auf der Oberseite der Breitbandtreiber. Dieser Breitbandtreiber sorgt zusammen mit dem Spatial Audio Algorithmus für einen Wahnsinns-3D-Sound. Dabei wird die Musik in dem integrierten Spatial Audio Chip umgewandelt, neu berechnet und ich muss ehrlich dazu sagen, dass Soundcore hier wesentlich bessere Arbeit geleistet hat als Apple. Mit geschlossenen Augen würde man hier definitiv einen viel größeren Lautsprecher erwarten. Natürlich ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, den Sound hier jetzt mit einem Mikrofon für dich einzufangen, denn das Ergebnis würde bei dir nicht originalgetreu wieder ankommen. Ich kann allerdings mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Speaker von seinem Klang eine Meisterleistung für diese Baugröße darstellt und den JBL Charge 5 zum Beispiel bei weitem übertrifft. Selbst ohne den eingestellten Equalizer, der im Übrigen auch echt Hammer ist, klingt das Teil absolut klasse. Die Tieftöner sorgen für einen wunderschönen Tiefgang und sind mit den Hochtönern echt super abgemischt. Die Verarbeitungsqualität und das erhöhte Gewicht kommt der Akustik natürlich dann auch nochmal sehr zugute. Die Hochtöner erreichen Tonhöhen von bis zu 40 kHz, wodurch die Musik selbst im oberen Spektrum vollkommen glasklar ist. Wenn man jetzt noch High-Resolution Audio als Quelle hat, also wie gesagt keine MP3s oder Spotify, sondern CD-Qualität, FLAC oder WAV, dann klingt das Ganze noch einen Ticken besser. Annähernd vergleichbar mit dem Soundcore Motion X600 ist eventuell der HomePod von Apple, der allerdings mit 300 € fast das Doppelte kostet und weder tragbar noch wasserdicht ist. Also was man hier zu diesem Preis geboten bekommt, ist wirklich fast nicht zu glauben. Um einen wirklichen Eindruck davon zu bekommen, musst du das Teil einfach mal selbst irgendwo Probe hören. Bei der absoluten Lautstärke übertrifft dieser Speaker auch vollkommen meine Erwartungen. Er wird nicht nur lauter als der Charge 5, sondern schafft es auch absolut ohne Verzerrung in die höheren Lautstärkebereiche. Auf den integrierten Equalizer aus der App gehe ich dann später nochmal ein. Beim Akku muss es doch aber irgendwas zu bemängeln geben, oder? Sehen wir uns das mal genauer an. Die Akkukapazität liegt bei diesem Gerät bei gerade mal 6400 mAh. Zum Vergleich, der Charge 5 hat 7500 und der Extreme 3 satte 10.000 mAh. Das allein klingt ja erstmal nicht so berauschend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in diesem Gehäuse viel mehr Platz einfach im Gegensatz zum Charge 5 wäre. Um das jetzt aber genauer beurteilen zu können, habe ich das Ganze einfach mal gemessen. Den Speaker habe ich bei voller Ladung mit 60% seiner Maximallautstärke spielen lassen und dabei den Bass Boost und Spatial Audio dauerhaft aktiviert gelassen. Nach 7 Stunden und 35 Minuten gab die Kiste dann auf. Ich werde den Test nochmal machen und das Ergebnis dann unter diesem Video als Kommentar anpinnen. Ich bezweifle allerdings, dass dabei bessere Werte erzielt werden. 60% der Maximallautstärke sind übrigens schon wirklich echt ordentlich laut. Mir war auch klar, dass die angepriesenen 12 Stunden, wie auch bei allen anderen Herstellern, einfach nicht hinkommen. Eine Laufzeit von 12 Stunden erreicht man dann wirklich nur mit sehr geringer Lautstärke, ohne Bassboost und auch ohne Spatial Audio. Man sollte zudem auch wissen, dass bei aktiviertem LDAC-Codec das Durchhaltevermögen des Akkus auch nochmal abnimmt. Und jetzt wird's interessant.
Erst mit dem aktivierten LDAC-Codec gibt dieser Speaker das angepriesene High-Resolution-Audio wieder, was ja nun gerade das Hauptmerkmal von diesem Teil ist. Schließlich ist das der allererste portable High-Resolution-Audio-Speaker der Welt. Wenn man also länger mit dem Speaker unterwegs ist, dann empfehle ich den LDAC-Codec für die Zeit zu deaktivieren. Viele werden diesen klanglichen Unterschied ohnehin kaum wahrnehmen und der Speaker hält dann unterwegs einfach länger durch. Mehr zu dem Aktivieren der Optionen findest du dann später im Kapitel App und Verbindung. Eine Anzeige des Akkustands am Gerät ist leider auch in gar keiner Weise vorhanden. Auch eine Sprachausgabe gibt es da nicht. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass man den prozentualen Akkustand in den Bluetooth-Einstellungen seines Smartphones dann sehen kann. Auch das bietet mittlerweile nicht mehr jeder Speaker. Nach einer Stunde Ladezeit ist der Akku bei knapp 50% angelangt und braucht satte 3 Stunden für eine volle Ladung von 0 bis 100. Schnellladen unterstützt dieser Speaker nicht. Hier haben wir dann auch Defizit Nummer 2 schon gefunden. Also als Roundup kann man sagen, dass für die Baugröße dieses Lautsprechers wirklich ein größerer Akku hätte verbaut werden können. Es gibt ja auch eine Menge Technik in diesem Gerät, die hier mit Strom versorgt werden muss. Besonders transportabel ist das Gerät durch den Griff ja ohnehin nicht. Und deswegen würde ich sagen, das Mehrgewicht durch einen größeren Akku hätte ich auch noch in Kauf genommen. Dank absolut modernster Bluetooth-Version 5.3 ist die Verbindung mit diesem Speaker ultraschnell hergestellt und auch super unkompliziert. Und das mit Android und auch mit iOS. Was ich allerdings vermisse, ist die Funktion, sich mit 2 Geräten gleichzeitig mit diesem Speaker verbinden zu können, wie es zum Beispiel bei JBL möglich ist. So kann man nämlich abwechselnd Musik von mehreren Smartphones wiedergeben, ohne sich dann immer hin und her mit dieser Box connecten zu müssen. Das kann dieser Motion X600 halt leider einfach nicht. Verbindet man sich dann das erste Mal mit dem Speaker, dann sollte man unbedingt die App dazu installiert haben und damit erstmal ein Firmware-Update machen. Das sorgt nämlich für diverse kleinere Verbesserungen in Bezug auf Konnektivität oder auch auf die Klangqualität. Außer ein paar kleineren Einstellungen, wie zum Beispiel die automatische Abschaltzeit oder das Deaktivieren der Sprachausgabe, ist die App wirklich schlicht gehalten. Bis auf ein ganz kleines wichtiges Feature. Und zwar der Equalizer. Dieser Equalizer kann fast schon als professionell bezeichnet werden. Es gibt nicht nur ein paar Presets, wovon mir der hauseigene Soundcore Signature sehr gut gefällt. Tatsächlich ist in dieser App ein Vollband-Equalizer integriert. Damit lässt sich der Klang des Speakers wirklich bis ins kleinste Detail an den eigenen Geschmack anpassen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Der sogenannte LDAC-Codec muss, wie bereits erwähnt, erst in der App aktiviert werden. Dann kommt ein zweites Firmware-Update auf Version 4.2.1 und eine Meldung, dass mit dem aktivierten LDAC-Codec dann auch der Akkuverbrauch steigt. Allerdings macht dieser Codec den Bluetooth-Speaker, wie auch bereits erwähnt, erst zu dem, was er ist, und zwar dem allerersten portablen High-Resolution Wireless Audio Speaker der Welt. Denn dieser Codec ermöglicht es, Musik mit einer höheren Bandbreite an das Gerät zu übertragen, als andere Bluetooth-Speaker das können. Und das ermöglicht so die Wiedergabe von qualitativ hochwertiger Musik in verlustfreien Formaten wie FLAC oder WAV. Unter Android aktiviert man den Codec zuerst in der App und dann in den Bluetooth-Einstellungen des jeweiligen Smartphones. Aber jetzt kommt die Krux an der Sache. Apple unterstützt bis zum heutigen Tag diesen Codec noch immer nicht. Daher werdet ihr mit einem iPhone oder MacBook nicht in den Genuss dieser Funktion kommen. Das ist absolut peinlich, Apple. Das ist aber trotzdem kein Grund, enttäuscht zu sein, denn Streamingdienste wie zum Beispiel Spotify bieten die Musik gar nicht in einer solch hohen Qualität an. Also sofern ihr nicht explizit Musik in verlustfreien Formaten wie WAV oder FLAC kauft oder streamt, dann bringt euch die LDAC-Funktion sowieso keinen Mehrwert. Wenn ihr jetzt doch iPhone-User seid und Musik in verlustfreien Formaten auf diesem Speaker wiedergeben wollt und könnt, dann müsst ihr das zwangsweise über einen Adapter von Lightning auf Klinke machen, denn Klinke und AUX-Eingang hat dieses Ding ja zum Glück. Ich denke, bei dem Punkt Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir uns alle einig. In dem Preissegment von momentan 200 € findet man derzeit nichts Besseres. Sowohl der Sound als auch die Verarbeitung sind absolute Spitze. Teilweise ist gerade die edle Verarbeitung aus Aluminium auch ein Grund dafür, dass ich dieses Teil manchmal sogar ungern mit nach draußen nehme, weil ich Angst habe, es könnte zerkratzen oder zerdellen. Ich kann dir zum jetzigen Zeitpunkt wirklich keinen besseren Speaker in der Größe empfehlen als diesen hier und bin selbst total hin und weg von diesem Teil. Falls du dir vorher aber noch einen Konkurrenten hierzu mal anschauen magst, dann habe ich hier ein Review zum JBL Charge 5 für dich.